Wir sehen hier einen der wichtigsten Funde des europäischen Frühmittelalters, einen sogenannten Spangenhelm. Spangenhelme haben sich aus spätrömischen Helmen entwickelt. Früher dachte man, es seien byzantinische Helme, die an germanische Könige verschenkt wurden. Heute wissen wir, dass es auch ostgotische Helme gab. Helme, die aus dem Reich des Theoderich kamen, die natürlich von römischen Handwerkern dort in Italien hergestellt wurden und die an befreundete Stämme verliehen, verschenkt wurden. Wir wissen, dass die Thüringer eine enge Verbindung zu den Ostgoten haben und wir wissen, dass Herminafried, der König der Thüringer, Amalaberga, eine Nichte von Theoderich, dem Ostgotenkönig, heiratet. Und vermutlich hat der Bruder von Herminafried, Berthacha, ebenfalls jemanden geheiratet, oder er war auf alle Fälle in einer Beziehung über seinen Bruder, sodass er als einer der Könige des Thüringer Reiches einen fantastischen Helm geschenkt bekam, der dort im Ostgotenreich in Italien von römischen Handwerkern, wie gesagt, hergestellt wurde. Und dass man sich christianisiert hatte mit allen anderen, sieht man daran, dass hier auf dieser Spange des Spangenhelms ein Kreuz zu sehen ist. Und dieses Kreuz zeigt Alpha und Omega, die griechischen Buchstaben, Anfang und Ende, und die im damaligen Verständnis arianisch sind, also zu den Ostgoten gehören mussten, also nichts Byzantinisches. Man hatte ein Schisma in dieser Zeit. Und so können wir davon ausgehen, es handelt sich hier um ein wahres fürstliches Staatsgeschenk. Wie ist es auf uns gekommen? In Stößen gibt es eine Lehmgrube. Stößen liegt bei Naumburg, heute an der A9, an der Autobahn, schon damals ein wichtiger Verkehrsweg im Herzen des Thüringer Reiches. Und dort in Stößen wurde 1929 eine Lehmgrube geöffnet, 8 Meter tief, und in etwa 4 Meter Tiefe fand sich dieses Grab. Und dieses Grab war nicht mehr vollständig ausgestattet, da es beraubt war. Gewisse Teile des Grabes waren aber offenbar zu der Zeit, als man es beraubte, bereits eingestürzt. Und so hat sich dieser fantastische Helm und einige andere Keramikfunde und Ähnliches erhalten. Ganz besonders wichtig war, dass sich unter dem Skelett noch Reste von Goldfäden fanden. Goldfäden gehören in der Regel zu fantastischen golddurchwirkten fürstlichen Gewändern, sodass wir wirklich davon ausgehen können, dass hier einer der Thüringer Könige liegen. Der Thüringer König Berthacha, von dem wir annehmen, dass er dort liegt, wurde durch seinen Bruder Herminafried getötet, wahrscheinlich ziemlich sicher ermordet, damit der sich die Herrschaft sichert. Herminafried hatte sich mit den Franken sozusagen abgesprochen und hatte denen einen Teil seines Reiches versprochen, wenn sie ihn unterstützen. Das ist nicht geschehen, er hat ihnen den Reichsteil nicht gegeben. Daraufhin kam es 531 zur berühmten Schlacht an der Unstrut, bei der die Thüringer vernichtend geschlagen wurden und bei der das Thüringer Reich unterging. Herminafried hat dann etwas später noch versucht, 534 in Zülpich das Reich zurückzuhalten. Er wurde dort einfach zwar eingeladen, aber dann von der Stadtmauer gestürzt. Also sein Bruder Berthacha dürfte in diesem Grab liegen, und Sie sehen, es ist eine fantastische Arbeit. Die Kalotten des Schädels, so nennt man die Teile, die hier zwischen liegen, die sind verrostet und weitgehend zerfallen. Die waren nämlich aus Eisen. Der wunderbare Helmknopf ist erhalten hier, der den Helm zusammenhält. Wir haben den Helm restauriert. Er wird in der Dauerausstellung, in der neu zu öffnenden in Bälde zu sehen sein. Deshalb ist er auch hier und nicht in der Ausstellung oder nicht in den Restaurierungswerkstätten, sondern hier in der Vorbereitung für diese Ausstellung. Das Grundgerüst für den Helm bildete ein eiserner Reifen, und dieser eiserne Reifen ist hier mit einem vergoldeten Blech verkleidet, und dieses Blech zeigt Weinranken und Vögel als ein christliches Motiv. Man darf nicht glauben, dass die
Thüringer damals wirklich christianisiert waren, das sieht man schon daran, dass der Helm überhaupt ins Grab mitkam. Wären sie christianisiert gewesen, hätte es keine Beigaben gegeben. Die Oberschicht gab sich christianisiert, das Volk hing sicherlich noch heidnischen Riten an. Aber als Christ hatte man sozusagen die Eintrittskarte in die diplomatischen Beziehungen und deshalb war es wichtig, zu den Christen zu gehören. Und hier haben wir eine Wangenklappe des Helmes, die ganz fantastisch gearbeitet ist, ebenfalls feuervergoldet. Das Thüringerreich geht unter. Das Thüringerreich schafft aber kein nachhaltiges Christentum in der Region. Das werden wir hier an anderer Stelle sehen.